Ja, hallo erstmal. Wir sind Piranha Bytes. Willkommen bei Piranha Becken TV. Mein Name ist Björn Pankratz. Ich bin hier Projektleiter und mache noch anderen Zeug wie Story, Musik, Sound und Game Design. Und wer bist du? Ja, ich bin die Jenny Pankratz. Ich mache hier vor allen Dingen auch so Sachen wie Story, Game Design und kümmere mich auch ein bisschen um Social Media und PR, was einer der Anlässe für diese Aktion hier ist, denn wir hatten den Eindruck, in den letzten Jahren ist es umso wichtiger geworden, sich auf verschiedenen Kanälen bei den Leuten zu melden. Hatte ich jedenfalls den Eindruck. Früher war das anders. Ja, da gab es nur Post. Leute haben uns Briefe geschickt oder mal eine E-Mail und es gab lange unser Forum, beziehungsweise das Fanforum, das es auch jetzt noch gibt. Und nebenbei gibt es mittlerweile jede Menge anderen Kram, auf dem sich Leute melden. Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Und wir haben bis Elex nichts davon bedient, bis auf Fanpost und unser Forum. Und das hat sich jetzt geändert. Und genau das ist der Grund, warum wir jetzt hier sitzen, ne? Warum uns der Chris hier so ein tolles Studio eingerichtet hat, dass wir einfach mal uns vor die Kamera setzen, ne? Und ein paar Sachen klären. Und zwar geht es uns halt darum, dass wir euch ein wenig Einblick in unsere Arbeit verschaffen wollen, dass ihr mitbekommt, wer jetzt wirklich dahinter steckt. Da zerren wir mal den einen oder anderen Menschen hier von Piranha Bytes vor die Kamera und gucken mal, wer das so ist, was der so macht und stellen ihnen halt ein paar Fragen dazu. Erstmal uns selber, ne? Dann, was haben wir noch hier? Ne? Warum wir einige Dinge halt entschieden haben, wie wir sie entschieden haben. Das sind halt sehr viele Fragen, die da im Raum stehen, vor allem jetzt nach unserem Release von Elex, dass ihr sehr viele Fragen an uns habt und so, und das wollen wir hier klären. Wir nehmen halt immer einzelne Themen auf und versuchen sie zu beleuchten und wollen uns ein bisschen mehr erklären, damit ihr ein bisschen mehr Einblick bekommt. Wie Jenny gerade schon skizziert hat, ist es halt damals irgendwie sehr blackboxig gewesen, so ein Entwickler. Heute ist man eher geneigt, zum Kunden selber zu gehen. Wir haben sehr viele Sachen gemacht, gerade 1,5 Jahre bevor wir mit Elex rausgekommen sind, haben wir angefangen, die Nähe zu euch Kunden zu suchen, zu euch Fans und Spielern. Da sind wir dann sogar auf irgendwelchen Messen rumgesprungen auf der Bühne und haben Sachen halt präsentiert, auch wenn wir noch gar nicht so richtig fertig waren mit unserem Kram, um schon sehr frühzeitig auch Feedback einzusammeln und Krempel und dass wir halt sehr viel Sachen einfließen lassen können in unsere Spiele. Wir möchten hier aktuelle Themen auch aufgreifen. Ja, das heißt auch Sachen, die jetzt so allgemein im Trend sind oder die vielleicht auch mal diskutiert werden. Da haben wir so ein paar Sachen wie zum Beispiel der Battle Royale Kram, der momentan so total im Kommen ist und sich sehr viele Entwickler sich drum bemühen. Da wollen wir ein bisschen was drüber erzählen und wir möchten auf diesem Wege auch ein bisschen mehr auf die Community eingehen. Ja, es ist halt sehr schwierig als Entwickler, jeder Frage Rede und Antwort zu stehen. Wir versuchen das immer. Wir sind immer ganz nah an euch dran, soweit wie es uns möglich ist. Und gut, in den letzten paar Wochen haben wir sehr viel turbulente Zeiten hinter uns gebracht und auch, dass wir das jetzt hier aufgebaut haben und dass wir halt direkter mit euch kommunizieren können. Das ist uns jetzt wichtig und da fangen wir einfach mal mit an. Und zwar mit dem Community-Sektor fangen wir mal an, weil das ist ja das Wichtigste eigentlich. Ja, Jenny, wie viel Wünsche stecken denn jetzt in so einem Spielen jetzt tatsächlich wirklich, die Community an uns ranträgt oder die Kunden oder so? Ja, viele. Ich glaube, das ist den Leuten manchmal gar nicht so bewusst. Wir haben verschiedene Stationen durchlaufen. Damals, als wir Risen 3 gemacht haben, haben wir erst sehr spät mit der Kommunikation der Community angefangen und haben die meiste Zeit davor eher mitgelesen und Feedback gesammelt. Das Prinzip ist ähnlich geblieben, auch wenn wir bei Elex sehr viel früher mit der Kommunikation angefangen haben, so wie wir es jetzt im Grunde genommen auch machen. Auf verschiedenen Wegen, wie man sieht, und haben da eigentlich auch ganz gute Erfahrungen gesammelt. Man muss sich das so vorstellen, es werden unwahrscheinlich viele Ideen, Fragen, Anregungen oder auch
Kritik, positive wie negative, an uns herangetragen. Und das ist dann ein Riesenhaufen, ein Wust an Dingen, die man erstmal irgendwie sortieren muss. Und wir haben es so gehandelt, dass wir selber Feedback geben oder gucken, welche Wünsche sind denn tatsächlich so signifikant, dass auch mehrere Leute sie haben. Wir nennen das immer gerne die 90%-Glocke. Wenn Leute vereinzelt irgendwo irgendwas schreiben, was sie sich wünschen, ein Feature, das nie irgendwo anders wieder auftaucht, dann ist es für uns in der Regel nicht relevant, es sei denn, wir sind vorher auf dieselbe Idee gekommen und denken, guck mal, praktisch kannst du auch mitnehmen. In den meisten Fällen ist es allerdings so, dass Wünsche an uns herangetragen werden, die sehr viele Leute haben, weil sie einen ähnlichen Gedanken verfolgen oder ein ähnliches Spielgefühl haben. Und das sind dann die Dinge, die wichtig sind, um sie auch bei uns ins Design mit aufzunehmen und zu berücksichtigen. Und dann unterscheidet man zwischen Dingen, die nicht umsetzbar sind und Dinge, die umsetzbar sind. Ich sag mal, irgendjemand wünscht sich ein Motorrad. Aber Motorräder sind in unserer Welt überhaupt nicht berücksichtigt, weil wir nämlich viel zu kaputte Straßen haben und irgendwie keine Rennbahnen bauen wollen, sag ich jetzt mal so platt, in denen irgendwie Motorräder fahren können, weil die sonst über jeden Stein fliegen würden. Also kommen Motorräder raus, aber stattdessen kommt irgendwie was anderes rein. Es gibt viele Anregungen, die wir vom letzten Spiel auf Elex übernommen haben, die wir selber so empfunden haben und auch richtig fanden. Gut, um mal ein Beispiel zu nennen, ein ganz großes, was ihr hattet, war maximale Freiheit wollten wir erreichen. Also es gab zu Gothic-Zeiten noch irgendwie die Möglichkeit, dass du überall draufklettern konntest. Ne? Wie zum Beispiel auf Dächer oder irgendwie halt Felsen hoch. Man konnte eigentlich auf alles draufklettern. Und das gab halt so einen automatischen Ausrichten, ne? Du hast dich dann irgendwie davor gestellt und dann wusstest du, okay, wenn die Kamera nach oben guckt, dann konntest du da drauf klettern. Und das kamst du eigentlich überall hin. So, zu Risen-Zeiten hatten wir das so ein bisschen aufgeweicht und hatten da spezielle Kletterstellen etabliert. Ja, und das war eine Sache, das führte halt dazu, dass man auf viele Gebäude nicht mehr drauf kam, ja, nur durch vorgefertigte Wege und sowas alles. Und da wollten wir einfach, da gab es auch sehr viel Kritik an der Stelle, ja. Wir wollten die maximale Freiheit etablieren in dem Spiel. Das heißt, dass du tatsächlich überall draufklettern kannst, dass du im Grunde genommen wirklich überall lang kommst. Alles, was du siehst, das ist halt etwas, was du erreichen kannst in unserem Spiel. Und zu dem Zweck haben wir uns auch noch überlegt, was können wir denn als i-Tüpfelchen oben drauf packen. Das heißt also, du hast gerade Motorrad angesprochen, das heißt also irgendeine Art von Vehikel, ja, war ja immer hoch im Kurs. Das heißt, damals zu Gothic 3 Zeiten hatten wir uns auch noch überlegt, ob wir vielleicht ein Pferd einbauen. Das hat dann am Ende des Tages, wie würden die Österreicher sagen, ging sich nicht aus, ja? Hat nicht funktioniert, weil wir auch mit anderen Sachen noch sehr viel zu tun hatten und wir hätten gerne eins eingebaut damals, aber das haben wir nicht mehr geschafft. Und gut, dann ist es halt heute zu Elex-Zeiten dann irgendwann dazu gekommen, dass wir gesagt haben, irgendwas müssen wir aber machen. Ja? Und dann kamen wir auf die Idee mit dem Jetpack, weil ich hatte mir gedacht, so, was ist denn geiler, als mit irgendeinem so Motorrad rumzufahren, wie du es gerade gesagt hast oder so, ist doch tatsächlich zu fliegen so. Ne? Und das haben wir jetzt eingebaut und da gab es auch am Anfang sehr viel Skepsis, ob das überhaupt funktioniert, ja, dass man tatsächlich irgendwie, stell dir vor, du bist irgendwie vor der Stadt, da steht dieser typische Piranha-Bytes-Style-Türsteher, du siehst scheiße aus, du kommst hier nicht rein und wenn du das nicht machst, dann hau ich dir auf die Glocke oder gibst volles Pfund aufs Maul. Kannst du jetzt einfach drüber fliegen, über den kompletten Komplex, über die komplette Mauer so. Und das fanden wir reizvoll an der ganzen Geschichte. Du guckst mich immer so irritiert an. Hast du noch mehr Beispiele, die du nennen willst? Ja, ich habe noch mehr Beispiele und ich habe auch immer noch die Zeitumstellung im Kopf. Ja? Ja, irgendwie, weil ich irgendwie so verpeilt bin. Das macht ja nichts. Aber gut, ja, Du hast ja deinen Zettel, deinen schlauen. Wir haben uns ja ein paar Sachen aufgeschrieben. Gott sei also Dank. es kann sein, dass es jetzt auch ein bisschen chaotisch ist, das eine oder andere. Das ist halt die erste Geschichte, die wir hier machen, aber wir Übung macht bemühen den uns. Meister. Genau. Ja, das erste, was mir auch eingefallen ist, als du das gesagt hast gerade mit dem Jetpack, war, dass wenn man irgendwas anders machen will, dann macht man es immer extrem.
Sowas Ähnliches hast du mal gesagt. Ja. Und das war ein Beispiel, denn die Kritik war ja nicht nur, dass man irgendwie nur Kletterkanten benutzen konnte, sondern auch, dass den Leuten die komplette Spielewelt zu schlauchig war. Und das sind so Sachen, die brechen wir dann komplett auf. Wir haben bei Elex also so ziemlich von Anfang an alles offen gemacht und die einzige Hürde sind irgendwelche unschaffbaren Gegner oder sowas Oder in der halt Art. den kurzen Pimmel, den du entlanglaufen musst, um erstmal zu lernen, okay, wie halte ich die Waffe, ich kämpfe gegen die erste Ratte, so den Klassiker beim Rollenspiel, erste Ratte plätten. Genau, wir haben es also extrem andersrum gemacht. Und das ist auch etwas, was wir ganz gerne machen, um solche Kritiken aufzunehmen. Weiteres Beispiel wird dann etwas aktueller, ist der Kampf. Damals bei Risen 3 oder insgesamt in der Risen-Reihe haben die Leute viel kritisiert, dass der Kampf zu belanglos ist, dass man jeden Gegner einfach totklicken kann und die Triggerfinger-Leute haben leichtes Spiel. Und das haben wir aufgegriffen und haben gesagt, gut, dann machen wir das jetzt nicht mehr möglich und machen es schwer. Und wenn du es schwer machst, machst du es richtig schwer. Und das haben wir... Das war ja sogar so, wenn du sehr weit von dem weg warst und den Fokus bekommen hast und dann geklickt hast, dann hat er sich sogar rangezogen. Ne? Richtig. Also so nach dem Motto, der Kunde ist König, ja, ihr seid toll, ihr müsst nur klicken und das Monster ist platt. Genau. Das war euch aber zu leicht. Ja, ist jetzt wesentlich besser gelaufen tatsächlich. Die Leute, die es schwer haben wollen, es gibt eine Gruppe an Menschen, die lieben das halt einfach, wenn sie eine Herausforderung haben, weil sie sagen, es macht die Spielewelt einfach interessanter. Denn wenn ich Gegner habe, die ich nicht totklicken kann, dann versuche ich irgendwie mich anders drum zu lavieren und solche Geschichten. Das mache ich eben nur mit einem schweren Spiel. Es sei denn, ich will das nicht, bin Storyspieler und das sind so Dinge, die jetzt aktuell sind. Einigen Leuten ist es jetzt zu schwer. Was machen wir damit? Wir machen natürlich jetzt nicht das Spiel wieder ganz leicht und wieder die Totklick-Orgien, sondern wir versuchen beiden Kritiken dahingehend gerecht zu werden, indem wir beim Konzept überlegen, wie machen wir denn einen Schwierigkeitsgrad für Leute, der tatsächlich leicht ist. Und Ja, weil bemüht haben wir uns ja. Wir haben ja einen leichten Schwierigkeitsgrad eingebaut, aber den haben wir tatsächlich unterschätzt ein Stück weit. Ja. Was wir jetzt in dem letzten Patch behoben haben im Grunde genommen oder halt noch leichter gemacht haben. Weil sowas wie Ausdauer hatten wir früher nicht. Das heißt, dass du tatsächlich dich irgendwie K.O. klicken kannst, also kämpfen kannst. Ja. Und das ist halt etwas, was wir jetzt auch tatsächlich im Menü abschaltbar gemacht haben, um das Ganze halt doch zu vereinfachen. Und wenn euch das Spiel zu schwer ist, dann macht das einfach mal aus, das mit der Ausdauer, dann wird das schon besser laufen auf jeden Fall, weil du dann halt nicht K.O. gehen kannst. Ja, und das nächste Mal setzen wir uns nochmal zusammen, überlegen, ob man nicht vielleicht einen Modus einbauen kann für Storyspieler. Ja. Ja, und so funktioniert das auch mit den anderen Kritiken. Leute fanden Quicktime-Events doof. Fanden wir auch doof. Dann kommen die raus. Leute mochten gerne Minispiele, die mehr in die Spielwelt eingebunden Also mit ist. Quicktime-Events meinst du, wenn zum Beispiel so ein Höllenhund auf dich zugegaloppiert kommt, ja, und dich auf den Boden schmeißt, ja, und du dann ganz schnell irgendeine Taste drücken musst, um dich davon zu befreien. Genau. Ja, oder du kommst irgendwie zu einer Falle, ja, und dann siehst du irgendwie eine kurze Sequenz, wo du dann ganz schnell irgendwie die Space-Taste drücken musst und so. Und das haben wir so scharf eingestellt gehabt, dass es irgendwann es ist ja mal so ein schmales Fenster. Entweder ist es witzlos, ja, du hast eine halbe Stunde Zeit, um die Taste zu drücken und dann springt er über die Falle drüber. Oder es ist irgendwie, welche Taste muss ich dann drücken? Und blam, ist tot. So. Oder die waren ja auch ziemlich heftig. Es gibt Spiele, wo Quicktime-Events Spaß machen, also fair enough, das ist cooles Zeug. Aber für unsere Spiele eigentlich nicht, weil es zieht dich immer irgendwie raus aus dem Flow. Ne? Das ist so dieses so, okay, jetzt kommt ein Stück Gameplay und so und dann kannst du wieder ins Spiel zurück. Und das finden wir eigentlich doof und viele haben das auch nicht wirklich toll gefunden. Ja, kann man lieber irgendwelche anderen Sachen machen, die ähnliche Prinzipien haben, aber mehr im Spiel sind. Jetzt haben wir Minen eingebaut irgendwie. Manche Leute sagen, die sollten mehr sichtbar sein. Andere Leute sagen, mach die doch weniger sichtbar. Die leuchten, die sehe ich ja sofort. Das Prinzip bleibt dasselbe, nähere ich mich, laufe nicht rechtzeitig weg oder spring beiseite, dann erwischt mich das Ding. Aber das ist immer im Spiel und nicht irgendwie in einer Mechanik verbunden. Ja, eine weitere Geschichte waren Lore. Lore und Atmosphäre war ein Riesenthema für sehr viele Leute. Es gab verschiedene Ansatzpunkte, die wichtig waren. Zu dem Thema Bitte reiß mich nicht aus der Welt raus gibt es vor allen Dingen das Thema Hintergrundgeschichten. Viele Leute wollten einfach, dass wir mehr
Hintergrundgeschichten über die Spielewelt und über die Geschichte des Players oder die Geschichte der NPCs in die Welt einbauen. Und dann haben wir gedacht, das ist eine schöne Sache, die Sinn macht, und es gibt dafür sehr viele verschiedene Methoden. Mittlerweile in Elex auch Audiologs oder das klassische Buch, der Brief, der Zettel, ein Bild, und da kann man sehr viele Geschichten mit erzählen, die einfach den Leuten klar machen, wo befindest du dich, genau, die Location erklären, ne? Richtig. Dass da irgendwelche Sachen passiert sind, ja, an der entsprechenden Burg, an dem Stausee, an der Tankstelle, ne? Dass dieses Ganze halt nicht nur einfach irgendein Gebäude ist, sondern dass es tatsächlich da eine Geschichte dazu gibt. So, und haben uns sehr viel Mühe gegeben und haben sehr viel Sachen tatsächlich auch ausprobiert, ne? Auch teilweise kleine Missionen, Mini-Missionen eingebaut. Etwas, was mir besonders auch selber am Herzen lag, war die Geschichte, dass viele kritisiert haben, dass Quests mehr Konsequenzen haben sollten. Damit haben wir uns sehr lange beschäftigt, auch im Vorfeld, haben diskutiert, uns fortgebildet und haben unser Questsystem aufgebohrt, damit diese Dinge gewährleistet werden können und Entscheidungen, die der Spieler trifft während des Spiels, auch tatsächlich Konsequenzen haben und nicht nur Scheinentscheidungen sind. Das ist etwas, was Entwickler natürlich gerne machen, die oft funktionieren, aber beim zweiten Mal durchspielen dann auffallen, ach, das ist ja total doof. Und weil wir halt auch uns wünschen, dass Spieler unsere Spiele mehrmals spielen können, wir bieten verschiedene Gilden, wir bieten verschiedene Enden, wir haben ein sehr großes Spiel, das man vielleicht nicht beim ersten Mal durchzockt, sollen die Spieler andere Erfahrungen machen, andere Reaktionen bekommen und auch Konsequenzen merken. Und deswegen haben wir verschiedene Systeme, aber auch Quests eingebaut, die tatsächliche Konsequenzen haben, die das Spielgefühl einfach verbessern. Das ist eine Errungenschaft, die wir natürlich mit ins nächste Konzept nehmen, die uns auch selber sehr viel Spaß gemacht hat. Ja gut, Dann sind wir für das Erste zumindest mal durch. Ja, vielleicht abschließend, was die Leute sich jetzt wahrscheinlich fragen, was ist jetzt? Ja, wir sind jetzt mit Elex durch. Warum erzählt ihr irgendwie von Risen? Ja, wir machen dasselbe natürlich jetzt wieder. Ja, Elex ist auf dem Markt. Wir haben sehr vielen Leuten beim Spielen zugeguckt. Wir sehen die bei YouTube, wir sehen die bei Twitch. Wir haben Feedback im Forum. Reviews bekommen wir zugeschickt von Leuten oder die Leute stellen das direkt rein. Und wir lesen den Kram natürlich und machen das jetzt auch. Ja, das heißt, wir sammeln Feedback, gucken, was hat den Leuten gut gefallen, womit sind die Leute überhaupt nicht klargekommen? Und was wünschen die sich vielleicht noch von uns für die Zukunft? Und diese Kritiken, die nehmen wir mit auf und gucken, was davon möglich ist, was zu unserem Konzept passt, das wir jetzt machen werden fürs nächste Mal und werden auch da wieder Sachen aufgreifen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche konkreten Fragen habt an uns oder Anregungen, könnt ihr das auch gerne hier drunter schreiben. Unser Fred, der wird uns das beantworten dann beim nächsten Mal, ne? Kollege? Don't touch me, please. Geiles Ding, ne? Ehrlich gesagt. Guck mal, da kannst du... Ja, ich habe mich nicht getraut. Nachher hast du die Hand in der Hand. Ja gut, okay. Das nächste Mal werden wir noch so ein Tagesthema aufgreifen. Ne? Hatte ich ja eben gesagt. Der Battle Royale Modus in vielen Spielen und wie wir Piranhas dazu stehen. Okay, dann vielen Dank. Hoffen, dass wir da ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen, was die Piranhas angeht hier und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid und bis dann. Tschüss. Wo hast du denn dieses Poster her? Das habe ich gerettet. Vor irgendwem. Auf irgendeiner Messe. Ja. Hinter dir hängt die Rückseite davon. Ach. Ja. Das war vermutlich die RPC zu der Zeit. Das ist ja cool, ne? Ja. Ich habe mal gedacht, vielleicht gibt es noch irgendwie einen coolen Anlass, dass ich das jetzt benutzen kann. Und da habe ich es mal an die Wand getackert. Das ist schief da oben, ist das egal? Ich glaube schon. Gut. Hier ist alles schief.